Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wenn ihr diese beiden Ohren seht, dann wisst ihr, es geht wieder um Bluetooth-Kopfhörer oder Kopfhörer, In-Ears, whatever. Es geht aber diesmal um was ganz Spezielles. Und zwar Kopfhörer, die euren Schlaf unterstützen. Die Sleep A20, das Motto ist Schlafkomfort genießen, die Welt ausblenden, dein bester Schlafbegleiter. Ob das auch so ist, das gucken wir uns in dem Video an. Viel Spaß! Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, es sind Bluetooth-Kopfhörer, aber es sind Schlafkopfhörer. Deswegen heißen sie auch Sleep A20 von Soundcore by Anker. Also am Ende, welche Marke auch immer dahinter steckt. Am Ende ist es Anker letzten Endes, die Submarke Soundcore. Und wir sehen, dass hier tatsächlich alles dafür getan wird, dass ihr nachts damit schlafen könnt. Sie sind weniger dafür gedacht, tagsüber die beim Laufen oder ähnliches zu verwenden, sondern mehr, um sie nachts zu benutzen. Durch weiches Material, durch verschiedene Aufsätze. Und gerade hier ist es noch wichtiger als bei normalen Bluetooth-Kopfhörern, dass ihr den richtigen Aufsatz wählt. Warum, verrate ich euch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. USB-C-Kabel ist mit dabei. Wir haben ein lärmdämpfendes Design mit Geräuschmaskierung. Wie diese Geräuschmaskierung aussieht, zeige ich euch später nochmal. Weiches Material, damit halt nichts drückt und ähnliches. Streaming über Bluetooth. Ihr könnt auch ganz normal die Dinger natürlich als Bluetooth-Kopfhörer verwenden und ihr habt noch ein Schlafmonitoring und eine persönlichen Wecker mit dabei. Es gibt eine App sowohl für Android als auch für iOS. Und auf der Seite hier nochmal der Hinweis auf die Akkulaufzeiten, einmal im Schlafmodus, einmal im Sleep-Modus. Und dann würde ich sagen, wir packen das Ding auch einmal aus. So, gucken wir mal rein und wie gesagt, bei diesen Ohrhörern, Kopfhörern, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, Schlafkopfhörer, gibt es einiges mehr zu sagen als vielleicht bei anderen. Zunächst mal ist es ganz elementar, dass ihr die Dinger richtig tragt. Denn hier geht es ja nicht nur darum, dass die gut im Ohr halten, sondern es geht auch darum, dass sie natürlich nicht drücken und nicht schmerzen. Wenn ihr schlaft, zum Beispiel auf der Seite, sollen sie ja nicht schmerzen. Wie man das genau macht oder was da die Hinweise sind, das sage ich euch dann später nochmal. Hier nur ist nochmal der Hinweis abgetragen, wenn ihr diesen Überzug sozusagen wechselt, zeige ich euch gleich nochmal, welche das sind, müsst ihr darauf achten, dass die Kontakte frei sind, sonst laden die Ohrhörer logischerweise nicht. Das dürfte aber, denke ich, auch klar sein. So, was haben wir hier unten noch drin? Da haben wir gerade gesehen, dass wir hier eine kleine Anleitung haben und dann hier unten Kabel und die Ohreinsätze oder Aufsätze. Tun wir das mal beiseite. Erstmal ein kurzer Blick hier in die Anleitung. Wobei ich fest der Überzeugung bin, wir brauchen keine Anleitung, denn in der App ist normalerweise eigentlich bei Soundcore eigentlich immer alles gut erklärt. Gut, hier gibt es ein paar Konformitätshinweise, ist bestimmt auch Deutsch dabei. Hier vorne dann Hinweise, wie man sie reinigt, wie man sie richtig trägt und wie man sie einschaltet. Ja gut, das müsste man sich im Zweifel da mal angucken, wobei ich kann euch schon mal sagen, die Einrichtung ist überhaupt kein Thema. Einmal aufklappen, in der App suchen und schon habt ihr das Ding verbunden, deswegen zeige ich euch das hier auch gar nicht, weil das wirklich super easy und super schnell geht. Jetzt gucken wir hier aber einmal in die Aufsätze und das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist elementarer Teil dieser Ohrhörer, Kopfhörer, Schlafkopfhörer, ich weiß nicht, wie man sie genau nennt. Es ist ultra wichtig, dass ihr hier die richtigen Teile rausfindet. Das Kabel ist natürlich auch klar. Zum Laden braucht ihr USB-C, könnt ihr aber auch jedes andere Kabel natürlich verwenden. Diese beiden Komponenten, einmal die Earwings, die hier noch in S und L verfügbar sind, M ist vorinstalliert, und die zugehörigen Ear-Tips, also quasi die direkten Aufsätze, die ins Ohr gehen. Das ist elementar, dass ihr da intensiv guckt, welche für euch die richtigen sind. Ihr habt oben einmal die Noise-Blocking-Aufsätze, das heißt, die sind wirklich komplett abgeschlossen, und wir haben dann im unteren Bereich die Aufsätze, die quasi ein kleines Lüftungslöchlein haben. Das seht ihr hier, die haben dann etwas weniger Noise Blocking, also etwas weniger Geräuschreduzierung, aber dafür etwas mehr Atmung im Ohr, wenn man so will. Also da herrscht zumindest ein wenig Luftfluss. Und wie gesagt, es ist ultra wichtig, dass ihr diese Dinger ausprobiert. Wenn irgendwas nicht funktioniert bei den Kopfhörern, dann kann es im Zweifel daran liegen, dass ihr hier die falschen Aufsätze gewählt habt. Und deswegen ist es so extrem wichtig und noch wichtiger als bei anderen Kopfhörern, dass ihr hier die richtigen Aufsätze wählt. Jetzt würde ich sagen, wir gucken uns aber mal Gehäuse und Kopfhörer im Detail nochmal genauer an. So, das ist einmal das Gehäuse. Wir sehen hier vorne 3 Ladezustands-LEDs. Wir haben hier unten dann nichts mehr. Auf der Rückseite einmal einen Kopplungsbutton, wenn ihr das Ganze nochmal neu verknüpfen wollt. Oder aber, beziehungsweise den Ladeport. Wir haben dann hier die beiden Kopfhörer. Nehmen wir mal hier diese Abdeckung noch raus und dann seht ihr hier,
dass wir die beiden Kopfhörer hier einmal eingesetzt haben im Ladeetui. Die sind auch hier magnetisch oder beziehungsweise haften magnetisch, sodass sie automatisch in die Position rutschen. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Man muss halt einmal wissen, wie rum man sie einlegt, aber ich glaube, das dürfte auch, wenn ihr die Form im Gehäuse da seht, dürfte auch das relativ schnell klar sein. Und jetzt seht ihr hier die Ohrhörer und was direkt auffällt ist, dass wir hier im oberen Bereich sehr flach ausgestattet sind. Normalerweise zum Beispiel bei anderen Buds ist es so, dass quasi diese Kante hier oben deutlich weiter vorsteht. Hat auch bei den anderen Kopfhörern Sinn und Zweck, Mikrofon und so weiter und so fort. Hier ist kein Mikrofon verbaut und das Ziel ist natürlich, dass wir hier möglichst wenig übers Ohr hinausstehen. Und warum wollen wir das? Weil wir natürlich bestmöglich auch als Seitenschläfer mit diesen Ohrhörern quasi schlafen wollen. Das heißt, die dürfen nicht drücken. Das Material ist überall super weich, also sowohl die Aufsätze als auch alles andere. Ihr habt hier diesen Doppelaufsatz, der ist Teil der Geräuschmaskierung, der 4-stufigen Geräuschmaskierung, zeige ich euch später nochmal im Detail. Aber was ich euch besonders hier nochmal zeigen möchte, ist halt, dass alles wirklich super weich ist. Das heißt, da drückt nichts. Hier ist nochmal angezeigt, wo links und rechts ist. Das dürfte, denke ich, klar sein, dass man sie richtig rum einsetzen muss. Ihr habt hier außen eine Touch-Oberfläche, sodass ihr das Ganze auch bedienen könnt und hier außen dann noch die Ladeports, damit das Ganze auch geladen wird. Also, wie gesagt, ganz wichtig ist, dass ihr die Dinger richtig einsetzt, denn dieses weiche Material ist, wenn es richtig eingesetzt ist, wirklich so ausgelegt, dass es im Ohr nicht oder nur sehr wenig drückt. Im Vergleich zu normalen Ohrhörern und Kopfhörern ist das ein Weltenunterschied. So viel kann ich euch an der Stelle schon mal verraten, weil wenn man mit normalen Ohrhörern schläft, drückt das ab einer gewissen Zeit. Hier drückt es halt eben nicht. Was aber ganz wichtig ist, und ich kann es an der Stelle nicht oft genug sagen, bitte, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn eure Geräusche zu sehr durchkommen oder ähnliches, prüft bitte, ob ihr die richtige Größe eingesetzt habt, weil das tatsächlich elementar für diese Ohrhörer ist. So, jetzt gucken wir uns aber das Ganze mal im Ohr an, denn ich habe euch gerade schon erzählt, dass sie quasi genau eben dafür gemacht sind, dass sie nicht drücken, und jetzt zeige ich euch mal, wie man sie richtig einsetzt und vor allen Dingen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie drücken, halt eben sehr gering ist. Am Ende dichtet hier unten dieser Teil ab. Der obige Teil sorgt dafür, dass die Ohrhörer dann im Ohr auch vernünftig halten, also der Teil, der hält, ist hier hinten und vorne im Gehörgang logischerweise dann die Abdichtung. Durch diese zwei Lamellen wird quasi nochmal mehr Geräusch rausgefiltert, als das bei normalen Kopfhörern der Fall ist, und durch dieses weiche Material spürt man den Ohrhörer im Ohr halt, gerade wenn man auf der Seite liegt und so weiter, deutlich weniger, als das bei normalen Ohrhörern der Fall wäre. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass sie gut halten, also ihr müsst sie schon richtig eindrehen, so wie ihr das jetzt gerade gesehen habt. Gleichzeitig habt ihr vorne dann die zwei Lamellen und dann fällt das auch nicht mehr aus dem Ohr raus. Ich meine, ihr macht natürlich im Bett im Zweifel, zumindest bei in den meisten Nächten hoffentlich, nicht so viele Bewegungen, aber vom Grundsatz her hält es halt eben. Und was bedeutet das sonst noch? Ihr seht hier, dass die Ohrhörer halt eben minimalst, und in eurem Ohr sollten sie eigentlich gar nicht hervorstehen, das ist jetzt nur wegen den Silikonohren, sollten sie wirklich sehr, sehr tief sitzen, sodass ihr drauf liegt und das Ganze nicht drückt. Das ist halt das Entscheidende. Checkt das bei euren Ohren im Zweifel mal aus. Wie gesagt, das ist wichtig, denn wenn ihr in der Seitenschläferposition seid, dann soll es ja eben nicht drücken, weil das ist genau der Sinn und Zweck der Ohrhörer, dass sie so flach gebaut sind, so weich gemacht sind, damit halt eben der Druck auf die Ohren nicht so ist wie bei normalen Kopfhörern und ihr sie auch, wenn ihr nicht auf dem Rücken oder auf dem Bauch schlaft, halt eben vernünftig im Ohr tragen könnt, ohne dass es irgendwann drückend wird. Ja, Thema Akku und Akkulaufzeit, da gibt es dann vielleicht jetzt noch 2, 3 Hinweise. Einmal, ihr könnt das Ding natürlich auf der Rückseite über den USB-C-Port laden. Was nicht mit dabei ist, ist drahtloses Laden. Das ist ein bisschen schade, aber aus meiner Sicht nicht zwingend erforderlich. Vom Grundsatz her die Ohrhörer hier halt eben reinzulegen, damit sie dann laden. Hier vorne seht ihr dann auch die Ladeindikatoren. Mit dem Gehäuse, und das ist ja nochmal eine zusätzliche Akkulaufzeit, kommt ihr natürlich deutlich über mehrere Tage und könnt auch im Urlaub mal eine Woche quasi gegebenenfalls ohne aufzuladen, also ohne über USB-C aufzuladen unterwegs sein. Grundsätzlich unterscheidet sich zwischen Schlafmodus und Bluetooth-Modus, also Streaming oder normaler Schlafmodus. Da gibt es 14 Stunden und 10 Stunden, das hat auch ungefähr gepasst. So, die Hardware ist ein extrem wichtiger Teil bei Schlafkopfhörern, aber noch wichtiger ist tatsächlich die Software. Und deswegen gucken wir uns jetzt sehr intensiv einmal die App an. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Vom Grundsatz her ist es so, dass die App in 2 Teile geteilt ist. Einmal den Schlafmodus und den Bluetooth-Modus, habt ihr oben auch gerade gesehen. Wir haben gerade eben einmal hin und her geschaltet. Bluetooth-Modus bedeutet, ihr könnt ganz normal Spotify und ähnliches darüber abspielen. Schlafmodus ist halt eben die Schlaffunktionalität. Gucken wir aber erstmal in die Einstellungen, da könnt ihr einmal den
Standardmodus definieren. Ist jetzt Bluetooth-Modus euer Standard oder Schlaf? Für mich persönlich wäre es tendenziell Schlaf, aber wer natürlich öfter auch darüber Hörspiele oder ähnliches hört, für den ist es sicherlich auch Bluetooth. Steuern könnt ihr das Ganze über Touch, habe ich vorhin schon gesagt. Da habt ihr die Möglichkeit, das auch individuell zu belegen, also sowohl das Doppel- als auch das Dreimal-Tippen. Dreimal-Tippen hat bei mir nicht so gut funktioniert, also die Erkennung zwischen Doppel- und Dreimal war nicht ganz optimal bei mir. Deswegen habe ich mir tatsächlich Doppeltippen auf rechts und links gelegt, und zwar mit den wichtigsten Funktionen, dann habt ihr das auf jeden Fall im Griff. Soundeffekte ist nichts anderes als ein Equalizer, da könnt ihr nochmal individuell reinsteuern, wenn ihr sagt, der Standard passt für euch nicht oder beziehungsweise einer von diesen 6 Standards passt nicht, könnt ihr auch unten nochmal benutzerdefiniert reingehen und das an eure Wünsche und Vorstellungen anpassen. Gerät finden dürfte, denke ich, klar sein. Das kennt ihr von anderen Herstellern sicherlich auch schon. Da kommt ein kleiner Piepston aus den Kopfhörern oder Ohrhörern. Gerade wenn man sich vielleicht im Bett verloren hat, dann ist das sicherlich nochmal ganz hilfreich. Tonausgabe ist nichts anderes, als dass es Informationen gibt, wenn ihr bestimmte Aktivitäten durchführt. Könnt ihr aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, wie es euch beliebt und ob ihr das für sinnvoll erachtet oder halt eben dann auch nicht. Ein Widget könnt ihr auch ablegen, und zwar unter Android einfach auf eurem Startbildschirm sozusagen, also auf eurem normalen Bildschirm, und habe dann da die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Habe ich jetzt nicht gebraucht, aber für wen das interessant ist, der kann das halt eben auch reintun. Unten dann nochmal der Gerätename, eure Seriennummer und einmal die Firmware. Auch da solltet ihr immer gucken, dass das aktuellste installiert ist. Gerade bei Akkulaufzeit wird ja immer noch was nachjustiert. Gut, jetzt habe ich gerade eben schon gesagt, wir haben hier die 2 grundsätzlichen Oberflächen, einmal Bluetooth und einmal Schlafoberfläche. Vom Grundsatz her, neben der Akkulaufzeit habt ihr hier Erinnerung und Alarm. Also ihr könnt zum einen eine Erinnerung aktivieren, dass ihr schlafen geht sollt, sozusagen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, einen Alarm zu aktivieren, der dann entsprechend über die Ohrhörer euch zu gewissen Zeiten und natürlich auch zu gewissen Tagen mit humanen Wecktönen, sage ich jetzt mal, entsprechend wecken kann oder wecken soll. Bei den Wiedergabeeinstellungen könnt ihr einstellen, eine Art Timer, ja, soll so lange gespielt werden, bis ihr einschlaft oder die ganze Nacht. Und vielleicht nochmal spannend, der Kopfhörer erkennt ja auch, wenn ihr einschlaft, und mit dem Smart Switch könnt ihr einstellen, dass dann, wenn ihr eingeschlafen seid, vom Bluetooth-Modus in den Schlafmodus gewechselt wird und eure Entspannungsgeräusche aktiviert werden. Ihr seht hier unten, ich habe mir selber ein Entspannungsgeräusch zusammengestellt, das nennt sich We Love Tech. Das zeige ich euch dann später nochmal, wie das Ganze funktioniert. Gehen wir einmal rüber in den Schlafmodus. Der ist grundsätzlich genauso aufgebaut, sprich ihr habt auch Erinnerungen und Alarm, ihr habt auch die Wiedergabeeinstellung, dann habt ihr noch Smart Volume, das ist die zweite Instanz der Geräuschmaskierung oder die dritte, je nachdem, eine der 4 Bestandteile der 4-stufigen Geräuschmaskierung. Das ist nichts anderes, als dass euer Handy erkennt, wenn noch irgendwo Geräusche sind und die Lautstärke der Entspannungsgeräusche oder der Einschlafgeräusche entsprechend anpasst und lauter oder leiser macht. Eigentlich eine ganz coole Funktion. Vom Grundsatz her könnt ihr hier eben auch noch diese eben genannten Einschlafgeräusche einstellen. Achtung, ihr könnt hier nur aus denen auswählen, die schon auf den Kopfhörern drauf sind. Das sind insgesamt 4 Stück maximal. Vom Prinzip her könnt ihr natürlich auch noch welche hinzufügen, logisch. Und dazu muss man allerdings, und das ist tatsächlich was man vielleicht wissen muss, man muss dazu in den Bluetooth-Modus wechseln. Nur dann könnt ihr Geräusche hinzufügen. Ich vermute, das liegt an der Verbindung zwischen Telefon und Ohrhörern, dass da einfach dann diese Verbindung notwendig ist. Hier seht ihr jetzt, dass es 3 Maskierungsgeräusche, Mittel-, Tiefen- und Hochfrequenz gibt und noch diverse andere Einstellungen. Die Maskierung ist dann wiederum ein Teil der 4-stufigen Maskierung. Kommen wir dann eben gleich nochmal dazu, was das konkret bedeutet. Was noch viel spannender aus meiner Sicht ist, die vordefinierten Sachen sind gut, aber was noch viel spannender ist, ihr könnt auch ganz benutzerdefiniert aus verschiedensten Aspekten euch Einschlafgeräusche zusammenstellen. Das finde ich halt richtig cool, weil ihr da genau das reinpacken könnt, was ihr braucht. Wenn ihr Schnarchen maskieren wollt, also quasi überdecken wollt, könnt ihr das tun. Packt ihr eine Schnarchmaskierung, wollte ich sagen, mit rein. Oder halt eben was anderes. Und ich habe hier, wie gesagt, eben schon meine Komponente gemacht. Das ist ein bisschen Gewitter, ein bisschen Regen und eine leichte Maskierung, was bei mir irgendwie am besten funktioniert hat. Aber da kann sich halt eben jeder aus den 3 Komponenten das zusammenstellen, was für ihn am besten passt. Finde ich eine richtig coole Funktion, und da kann halt eben jeder dann individuell einstellen, welche Aspekte er halt hervorheben möchte und welche nicht. Probiert das auf jeden Fall mal aus, ist super interessant und man hört vielleicht auch Dinge raus, die man vielleicht vorher noch nicht rausgehört hat. Was es dann noch gibt, ist die Schlaferkennung bzw. die Schlafüberwachung.
Da seht ihr hier einmal die Zusammenfassung. Die Kopfhörer erkennen das, wie oft ihr euch gedreht habt, wann ihr Tiefschlafphasen hattet und so weiter und so fort. Das ist nicht vergleichbar mit spezialisierten Schlafmatratzen sozusagen und ähnlichem. Aber es funktioniert schon ganz gut und hat hier den Schlaf tatsächlich sauber aufgezeichnet. Ihr kriegt noch Informationen. Es wird euch angezeigt, wie oft ihr euch gedreht habt und so weiter und so fort. Also zumindest als Add-on finde ich es richtig, richtig gut. Es ist natürlich, wie gesagt, nicht so detailliert vielleicht wie bei manch anderem Hersteller, der spezialisiert ist, ausschließlich auf dieses Thema. Einstellungen dazu noch. Zum einen könnt ihr natürlich das Aufzeichnen aktivieren. Ihr könnt auch die Datensynchronisierung aktivieren und ihr könnt auch eure Schlafposition nochmal kalibrieren. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Ohrhörer dann sauberer erkennen, wenn ihr euch dreht. Dazu müsst ihr einmal im Stehen und einmal im Liegen quasi die Detektion durchführen und schon ist das Ganze eingerichtet. Also ihr seht, die App ist sehr, sehr umfangreich für so einen Kopfhörer. Ja, ich hatte es jetzt schon mehrfach angesprochen. Wir haben hier ein vierschichtiges oder vierstufiges Geräuschmaskierungssystem. Es ist kein ANC, sondern es ist quasi eine Kombination aus passivem und das sind diese beiden Lamellen hier zum Beispiel. Also ihr seht einmal die äußere, einmal die innere Lamelle, die dafür sorgt, dass halt weniger Geräusche an euer Ohr kommen. Und dazu kommen dann eben technische Dinge, die quasi erledigt werden in der App. Und das habt ihr in Teilen ja vorhin schon gesehen. Wir haben nämlich da zum Beispiel zum einen einmal die Maskierung, zumindest für Hoch-, Tief- und Mittelfrequenz. Das könnt ihr hier entsprechend einstellen und die jeweilige Maskierung auswählen, die für euch relevant ist. Das ist die zweite beziehungsweise theoretisch dritte Komponente. Wir haben die zwei Stöpsel-Seals, wenn man so will. Und wir haben dann eben zusätzlich noch die Maskierung, die ihr mit draufschalten könnt, um eben Dinge zu überdecken, die in eurem Umfeld sind. Gerade wenn ihr zum Beispiel eine Autobahn oder ähnliches habt, könnt ihr natürlich mit den verschiedenen Maskierungsoptionen durchaus schon auch sehr effizient nochmal Geräusche rausfiltern, die man ansonsten hören würde. Wobei rausfiltern ist vielleicht falsch gesagt, es ist tatsächlich ja eher eine Art Überdecken, denn durch ein anderes Geräusch, welches euch eingespielt wird, wird dieser Ton überdeckt und fällt damit nicht so auf. Das ist das Prinzip dieser Geräuschmaskierung. Also, wir haben gerade eben schon gesagt, ihr könnt diese Maskierung eben auf euren Ohrhörer aufspielen, sodass ihr den dann auch aktivieren oder die dann auch aktivieren könnt. Da könnt ihr euch übrigens auch individuell was zusammenstellen. Ihr seid nicht zwingend auf die Voreinstellungen angewiesen. Auch das nochmal ein großer Hinweis. In der benutzerdefinierten Einstellung könnt ihr auch Maskierungsoptionen miteinander kombinieren. Die vierte Komponente, und dadurch wird es dann eben vierschichtig, ist Smart Volume, habe ich euch vorhin ja schon erklärt. Da wird die Lautstärke angepasst an das Geräuschvolumen, sodass auch da nochmal die Maskierung immer nur so laut ist oder so leise ist, wie sie entsprechend benötigt wird, um die Geräusche zu überdecken. Und das ist dann der vierte Teil in diesem vierschichtigen System. So, damit sind wir am Ende angekommen und hier kommt jetzt sozusagen mein Fazit zu den Soundcore Sleep A20. Was muss man zunächst mal sagen? Also Halt im Ohr bzw. auch Abdichtung im Ohr funktioniert gut. Es ist kein ANC mit an Bord, das muss man natürlich wissen. Vom Grundsatz her, ich kann es nur noch mal sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn es drückt oder auch Geräusche durchkommen, tauscht oder beziehungsweise probiert noch mal aus, ob ihr die richtigen Aufsätze verwendet habt. Denn wenn ihr das tut, ist die Geräuschreduzierung sehr, sehr gut und es drückt auch eigentlich nichts im Ohr, wobei das immer ohrindividuell ist. Akkulaufzeit geht für mich vollkommen in Ordnung. Für eine Nacht reicht es ohne Probleme. Ihr könnt über die Touch-Bedienung auch eben umstalten. Bei der Zweier-Bedienung hat es bei mir gut funktioniert. Dreier-Bedienung war ein bisschen schwierig. Das vielleicht nur als Hinweis. Am Ende ist es so, dass die beiden Ohrhörer quasi schon dafür sorgen, dass ihr nachts gut schlafen könnt. Gerade auch als Seitenschläfer eigentlich kein Problem. In der App habt ihr vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, gerade auch Individualisierungsmöglichkeiten. Und das finde ich ja persönlich ganz spannend, dass man da nochmal alles an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann. Insgesamt würde ich sagen, in Ermangelung von wirklicher Konkurrenz ist das hier auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr Schlafkopfhörer sucht, ist das was ihr euch angucken solltet. Sie müssen aber im Ohr passen, deswegen probiert sie auf jeden Fall einmal aus. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.